Na, sieht das nicht wieder super lecker aus? Ihr werdet begeistert sein, wenn ihr das mal nachkochen würdet. Und was machen wir überhaupt? Wir machen ein Hähnchenbrust-Kartoffelgratin. Und wie immer starten wir mit der Vorbereitung. Dann nehmen wir 1 bis 2 Knoblauchzehen und schneiden die in feine Scheiben. Als weitere wunderbare Zutaten nehmen wir noch einen Bund Frühlingszwiebeln und den schneiden wir klein. Natürlich braucht es zu einem Hähnchenbrust-Kartoffelgratin natürlich auch Kartoffeln und die schälen wir auch in der Vorbereitung. Weiter geht's mit der Hähnchenbrust, die waschen wir und trocknen sie gut ab, würzen sie noch gut mit Salz und geben sie in die heiße Pfanne, weil wir werden sie richtig kross anbraten, diese Hähnchenbrustfilets. Und damit der Pfeffer nicht verbrennt, werden wir den Pfeffer erst später hinzugeben. Bevor wir jetzt dann die Hähnchenbrustfilets herausholen aus der Pfanne, weil sie sind gut angebraten, pfeffern wir sie jetzt gut mit buntem Pfeffer. Natürlich kann man auch nur schwarzen Pfeffer verwenden, wenn man den jetzt nur hat. Und nachdem wir jetzt die Hähnchenbrustfilets so richtig schön angebraten haben, ist natürlich jetzt noch richtig viel Geschmack in der Pfanne. Und in die Pfanne geben wir jetzt ein richtig großes Stück Butter hinein und schmelzen das. In dieser Butter braten wir anschließend die Frühlingszwiebeln an und geben kurze Zeit später auch den Knoblauch hinzu. Wir würzen das Ganze dann schon mal mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Dann nehmen wir natürlich eine frische Muskatnuss und reiben circa 1/3 von dieser Nuss hinein. Ganz wichtig, wir müssen diese Sauce, diese Sahnesoße richtig heftig würzen, weil die Kartoffeln werden beim Garen natürlich Würze aufnehmen. Und wir wollen ja nicht, dass das nachher, wenn es fertig ist, fad schmeckt. Okay, die Gewürze sind in der Pfanne drin. Wir können die Sahne hinzugeben. Während die Sahne jetzt leicht vor sich hin köchelt, wenden wir uns noch einer weiteren Zutat zu. Natürlich kommen zu einem Hähnchenbrust-Kartoffelgratin natürlich auch Kartoffeln hinein. Und diese Kartoffeln, die schälen wir und schneiden sie in feine Scheiben. Natürlich, damit wir uns nicht verletzen, spiegel ich jede Kartoffel erstmal an, dass die nachher auf dieser abgeschnittenen Fläche schön stabil auf dem Brettchen bleibt. Und dann kann man schöne, dünne Scheiben abschneiden. Bevor wir jetzt die Kartoffeln in der Auflaufform schichten, fetten wir diese Auflaufform noch richtig gut ein. Wir geben die Kartoffeln in die Auflaufform, sodass sie einfach flach geschichtet werden. Durcheinander, chaotisch, aber flach. Die Sauce ist derweil schon fertig. Geben noch einen Löffel Frischkäse rein und dann geben wir die Sauce über die Kartoffeln drüber. Ihr könnt aber auch noch für die Sauce andere Zutaten verwenden, wie zum Beispiel frische Kräuter vom Garten. Es liegt an euch. Natürlich haben wir jetzt schon den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Weil sobald wir die Sauce über die Kartoffeln gegeben haben, können wir das Ganze auch schon in den Backofen hineinschieben. Und die Zeit, die können wir wunderbar nutzen für weitere Vorbereitungen, zum Beispiel den Parmesan zu reiben oder die Hähnchenbrustfilets jetzt natürlich in Scheiben zu schneiden, weil die Hähnchenbrustfilets,
die legen wir nach einer halben Stunde, nach den 30 Minuten, über die Kartoffeln drüber. Wie schon angekündigt, jetzt legen wir noch die Hähnchenbrustscheiben über die Kartoffeln drüber und bestreuen das Ganze mit richtig viel Parmesan. Dann heizen wir den Ofen auf 220 Grad hoch und das Ganze verbleibt nochmal für eine halbe Stunde im Ofen. Natürlich könnt ihr jetzt auch anderen Käse verwenden, zum Beispiel Mozzarella-Käse. Der würde auch super dazu passen. So, nach der Zeit jetzt können wir das Gratin rausholen und dann können wir uns eine schöne Portion auf den Teller geben. Aber ihr müsst doch auch wirklich zugeben, es sieht natürlich mal wieder richtig super aus, das Ganze. Richtig lecker zum Reinbeißen. Wenn ihr dazu einen Salat vorbereiten wollt, ich würde vorschlagen, einen grünen Blattsalat, der passt super dazu. Und wenn ich das Gericht nur für mich machen würde, ich würde sogar noch mehr Knoblauch in das Gratin geben, weil ich liebe Knoblauch und ich liebe diesen Knoblauchgeruch, wenn er frisch aus dem Ofen kommt. Aber, naja, es werden auch noch andere mitessen und die sind nicht ganz so knoblauchverliebt wie ich. Und wenn ihr dann eine schöne Portion auf dem Teller habt, nehmt noch ein bisschen von der Soße mit drauf. Die schmeckt hammerlecker. Okay, also, wir sind wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und bleibt am Ball.